Du hast einen geliebten Menschen verloren, vielleicht deine Mutter, vielleicht die große Liebe deines Lebens oder vielleicht sogar dein Kind. Und dann kommt er, der Spruch von deinen Verwandten, von deinen Freunden, ja sogar von Therapeuten. Die Zeit heilt alle Wunden. Was für ein Schwachsinn. Die Zeit heilt gar nichts. Am Tag der Beerdigung unseres Sohnes sagte eine Freundin zu uns, deren verstorbene Tochter gerade mal 3 oder 4 Monate älter war als Peter und Paul: Macht euch nichts vor. Auch wenn ihr heute euren Sohn beerdigt habt, das Schlimmste kommt erst noch. Am ersten Weihnachten, dass wir ohne unseren Sohn durchstehen mussten, sagte eine Frau zu uns, die ihren Sohn vor 7 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren hatte: Es hört nicht auf. Es wird auch nicht besser. Im Gegenteil, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Die Zeit heilt nun mal keine Wunden. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, dann wirst du immer, unabhängig von der Zeit, eine Narbe zurückbehalten, dein Leben lang. Heilung ist kein zwangsläufiger Prozess und schon gar kein Prozess, der von der Zeit abhängig ist. Nach dem Motto, am Ende wird alles gut, wenn du nur lange genug wartest. Nein, manche Wunden heilen nie. Manche Wunden führen sogar zum Tod. Heilung ist kein Prozess. Heilung ist eine Entscheidung, und zwar deine. Die Zeit heilt keine Wunden. Du heilst deine Wunden. Deine Gedanken heilen deine Wunden. Und wie du das schaffst, die richtigen Gedanken zu haben, erfährst du in den nächsten Minuten. Am Ende dieses Videos, in nur wenigen Augenblicken, wirst du wissen, wie du deine Heilung schlagartig und spürbar beschleunigen kannst. Die erste grundsätzliche Entscheidung heißt Perspektivwechsel. Den Strudel aus Schmerz, Trauer und Selbstmitleid durchbrechen, indem du einfach nur deine Perspektive änderst. Der Perspektivwechsel gibt dir nicht nur dein Leben zurück, deine Freude zurück, den Spaß im Leben zurück. Der Perspektivwechsel lässt dich auch wachsen, mental und ganz real. Er lässt dich stärker werden. Du erinnerst dich an einen wunderschönen Moment, den du mit jenem geliebten Menschen erlebt hast, der dich nun verlassen hat. Und es tut so unendlich weh, weil du dir denkst, es ist vorbei. Diesen Augenblick werde ich nie wieder mit diesem Menschen erleben können. Ja, aber das kannst du doch sowieso nicht. Selbst wenn er noch da wäre, ob er noch lebt oder tot ist, spielt gar keine Rolle. Diesen Augenblick nochmal zu erleben, geht nicht. Dieser Augenblick ist so oder so längst vergangen und kommt nie wieder zurück. Wenn der geliebte Mensch uns nicht verlassen hätte, würdest du dich gerne und mit Freude an diesen Augenblick erinnern. Jetzt ist der Mensch von dir gegangen und du erinnerst dich mit Schmerz an diesen Augenblick. Warum? Der Augenblick ist derselbe. Die Erinnerung ist dieselbe. Die Tatsache, dass die Zeit sich nicht zurückdrehen lässt, ist dieselbe. Dein Hochzeitstag, der Tag der Geburt deines Kindes, all das kannst du nicht einfach wiederholen. All das ist vorbei. Unabhängig vom Tod oder vom Leben, diesen Augenblick, diesen wunderschönen Moment, dieses fantastische Erlebnis, das du mit diesem Menschen hattest, kann dir niemand mehr nehmen, auch kein Tod. Dein Schmerz hier und jetzt ist nur deshalb so intensiv, weil das Erlebnis, an das du dich jetzt erinnerst, so schön war. Wenn es schön war, dann ist es offensichtlich auch ein Grund, dankbar zu sein und sich darüber zu freuen, dass du diese besonderen Momente mit diesem besonderen Menschen erleben durftest. Und die Erinnerung daran ist vollkommen unabhängig davon, ob der Mensch, mit dem du das erlebt hast, tot oder lebendig ist. Und hier kommt nun der Trick. Der Perspektivwechsel heißt, hör auf mit der Fokussierung auf den Verlust. Konzentriere dich nicht mehr auf das, was du verloren hast, sondern richte deinen Fokus ausschließlich auf den Gewinn aus. Nämlich wie viel Lebensfreude, wie viel Spaß hat dir dieser Moment bereitet und die Tatsache, dass du dich auch jetzt noch an ihn erinnern kannst. Ja, sieh diesen Erinnerungsschatz nicht als Verlust an, sondern als Gewinn. Fokussierst du dich auf den Verlust, dann ist die Reaktion Schmerz, dann ist die Reaktion Ohnmacht. Du kannst an diesem Verlust nichts ändern.
Fokussierst du dich aber auf den Gewinn, das schöne Erlebnis, was dir niemand mehr nehmen kann, befreit dich das aus der Ohnmacht und führt nicht zu Schmerz, es führt zu Dankbarkeit. Ja, nun bist du glücklich und dankbar, dass du dieses Erlebnis mit diesem Menschen teilen durftest. Dasselbe Erlebnis, eine ganz andere Lebensqualität. Die Verlustfokussierung führt zu nichts weiter als Ohnmacht. Ohnmacht, die wiederum zu Depression und Schmerz führt. Depression ist ein Tod auf Raten. Depression nimmt dir schon heute alle Lebensqualität. Du bist dem Tod schon so nah. Deshalb musst du raus aus der Depression. Und das schaffst du nicht, indem du nur lange genug wartest. Auf was wartest du überhaupt? Aus der Depression kannst du nur rauskommen durch eine Entscheidung. Die Entscheidung zum Perspektivwechsel, weg vom Verlust hin zum Gewinn. Bei dieser Entscheidung helfe ich dir gerne. Die Fokussierung auf den Gewinn führt zu Glück, zu Glücksempfinden und führt zu Dankbarkeit. Dankbarkeit, die dich wieder ins Leben zurückführt. Depression ist nur ein schleichender Tod, der schon jetzt hier mitten im Leben beginnt, und noch nie hat jemand Depressionen überwunden, weil er lange genug gewartet hat. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Prinzipien und Mechanismen, die mir tagtäglich bei der Bewältigung helfen, auch für dich hilfreich sind im Umgang mit Trauer, Trennung und Tragödien. Der Kern meines Ansatzes ist so wie ich, einfach gestrickt. Ob eine Erinnerung schmerzhaft oder schön ist, hängt allein von deiner Perspektive ab. Ist sie verlustorientiert, empfindest du Ohnmacht, Schmerz, Verzweiflung. Du bist Opfer mit 100%igem Kontrollverlust. Betrachtest du dieselbe Erinnerung allerdings gewinnorientiert, als Bereicherung in deinem Leben, empfindest du Dankbarkeit und Freude, dass du das erleben durftest. Und schon hast du wieder die Kontrolle über dein Leben. Letztendlich läuft es dann immer nur auf eine einzige Frage hinaus. Was will ich sein? Herr oder Sklave meiner Gedanken?